zwei legendäre BMWs, einmal BMW M1 von 1978, seitdem wurden die gebaut und diese Autos sind da gebaut worden, BMW Z8 von, wann sind die, 2000 bis 2003, also auch nur 3 Jahre interessanterweise, aber davon gibt es 10-mal so viel und die sind trotzdem gesucht und ganz, ganz wertstabil. Und da wir hier keinen silbernen haben, Silber gibt es ja viele, aber in Blau ist das eine Rarität. Also, auf geht's! Ja, bei unserer Probefahrt haben wir jetzt einen direkten Vergleich zum BMW M1. Damit begann ja bei BMW ja, die Motorkraft, wie hieß das noch gleich? Ich bin heute Also ich habe eben so in der Hitze gebraten, ich wäre fast verrückt geworden. Dann habe ich so mit meiner Festplatte Probleme. So, also wir vergleichen jetzt meinen M1, also Motorsport GmbH BMW, das berühmte M, mit dem Z8. Er hat ja auch einen M-Motor mit 400 PS, aber 8 Zylindern. Und das ist mal ganz interessant, was sich da getan hat. Also es ist ein ganz anderes Auto, er hat natürlich ein anderes Drehmoment mit seinen 400 PS. Er hat ja auch eine 8-Zylinder-Maschine und nicht 6 Zylinder. Aber so vom Fahren her, das Go-Kart-mäßige, vor allem beim M1, das hat mich total fasziniert. Das Schöne an dem Auto ist, er hat original 81.000 gelaufen, Checkheft-gepflegte erste Hand, ist in Deutschland neu erworben worden. Ja, ist ein ordentliches Auto. Wir haben ihn noch nicht durch die Pflege gebracht, er ist also noch nicht aufpoliert oder sauber gemacht oder so. Nur da das Wetter heute so top ist und sie später wieder Gewitter gesagt haben, haben wir gesagt, machen wir gleich. Na gut, er zieht ab, ne? Der hat schönen Druck. Naja. Also tolles Auto, fährt sich viel kommoder als ein M1 und die Fahrzeuge sind ja mittlerweile sehr, sehr stabil vom Wert. Die werden gehandelt, je nachdem, zwischen 200.000 und sagen wir mal 320.000, ob es jetzt ein Alpina ist oder eine seltene Farbe wie er hier. Ich meine trotzdem, dass der Wagen preislich spannend ist und es ist ein blaues Auto, davon gibt es nicht viele. Silberne gibt es eine Menge, haben wir ja auch in Hamburg einstehen, kann man auch verkaufen, so ist es nicht. Weil man sagt, heute in eine wirklich gute Sammlung gehört auch ein Z8. Weil das ist ein Alltags-Oldtimer, das ist schon ein Klassiker und den könnt ihr jederzeit fahren. Das ist ein Auto, könnt ihr überall mit hinfahren und es ist kein Wagen für die Rennstrecke. Das ist der große Unterschied zwischen dem Z8 und dem M1. Nur wenn man sich heute auch die Zahlen anguckt, das wackelt ganz schön, das Ding da hinten. Ne? Es wackelt total. Ja. Kann doch keine guten Bilder machen. Wir werden sehen. Also das geht ja immer nur so. Ja. Wir haben gerade eine neue Kamera und wir sehen, dass die wackelt, aber gut. Ja, das ist unser Z8, den wir heute Mittag bekommen haben. Tolles Auto, ganz seltene Farbe, Blau Metallic. Es gibt nur 150 Fahrzeuge davon. Schwarzes Leder, innen ist er sehr gepflegt. Insgesamt muss er mal aufgearbeitet werden, poliert werden. Wie gesagt, die Herrschaften sind ihn gefahren, deswegen hat er 81.000 gelaufen. Ist aber erste deutsche Hand. Das ist wichtig, das ist kein Amerikaner, deutsches Auto. Und wenn wir den aufgearbeitet haben, steht er richtig perfekt da. Er hat halt diese tolle Farbe. Übrigens hier ganz schön, die Jungs, die sich auskennen, die Damen und Herren, nicht? Also ist das nicht Gendersprache? Gibt es da nicht irgendwie noch eine Formulierung? Ist egal. Also das ist eigentlich das Erkennungsmerkmal hier an der Seite, diese Öffnungsschlitze von BMW 507, das hat man übernommen. Wie auch man beim ganzen Design die 507-Linie übernommen hat, das war ja der Entwurf von Graf Görz seinerzeit. Und ich persönlich finde, dass er in Blau Metallic richtig scharf aussieht. Also wunderschön, ist wie gesagt ganz selten. Ich glaube, einen blauen haben wir noch nie gehabt. Wir haben Anthrazit schon verkauft, Rot schon verkauft, jede Menge silberne, Schwarz haben wir schon verkauft. Wir haben die immer gut weitergebracht. Aber einen blauen, das ist unser erster blauer, ist ein guter Zustand. Auto ist Checkheft gepflegt, ist alles dran gemacht, hat einen Hardtop, das haben wir jetzt bloß nicht drauf bei dem Wetter. Das steht noch zu Hause bei dem Eigentümer. Ja, gutes Auto, fährt toll. Und ein bisschen fahren wir jetzt noch rum und dann müsstest du vielleicht hinten noch mal das Ding drauf machen. Nicht, dass das so wackelt. Ja. War auch seinerzeit ein sehr erfolgreiches Konzept, deswegen sind ja auch gut über 5.000 Autos davon verkauft worden. Ist halt ein moderner Supersportwagen, obwohl er im Jahr 2000 gebaut wurde. Ist alles dabei, Klimaanlage dabei, moderne Heizung dabei, hier vorne Tachometer bis 260, bei 250 riegelt er ab.
dreht bis 6.500 Umdrehungen und hat hier so sämtliche Extras, die wichtig sind. Elektrisches Dach, Sporteinstellung, er hat übrigens ein 6-Gang-Getriebe, hier vorne könnt ihr das sehen. Also alles moderner Standard, Sitzheizung hat er da rechts und links, die Schalter. Also ich sag mal, das ist schon ein ganz moderner Wagen, hat halt noch diese schöne Form und die werden nicht mehr gebaut, die Autos. Steht also fest, dass es bei den 5.000 Autos bleibt. Und wer einen Blau hat, da ist ja dann auch innen der Wagen in Blau, was natürlich toll aussieht. Das ist was Besonderes. Also ich kann euch, das Auto hier ist ein super Spaßmobil und eine tolle Geldanlage. Hat eine 5-Liter-Maschine, hat 8 Zylinder und 400 PS. Also einen echten 8-Zylinder, der auch richtig Gas gibt. Ja, aber der rauscht schon los. Also aber es ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Er hat ja eine Servolenkung, weil er vorne diesen schweren 8-Zylinder-Motor auf der Achse hat. Das spürt man auch ein bisschen. Aber ich sag mal, das ist ein Auto, das kann Mann und Frau gleichermaßen fahren. Ist ein guter Cruiser. Ist ein Auto, was die letzten Jahre immer weiter gestiegen ist. Ist nicht nur wertstabil, sondern steigt weiterhin. Man kann das daran sehen, bei mobile.de waren vor einiger Zeit noch 100 Autos im Angebot. Heute gibt es noch 50 im Angebot. Die Autos gehen weg, die bleiben nicht stehen. Der Neupreis war 122.000 €. Also so gesehen hat sich der Preis ja ungefähr verdoppelt bei dem Auto, obwohl man Kilometer gefahren ist. Und man hat halt eben wirklich was als Wertanlage. Heute ist das für viele Kunden wichtig, dass sie auch eine Wertanlage haben. Man weiß ja nicht, was mit dem Geld passiert. Das Geld, was heute auf dem Konto steht, verliert pro Jahr 8% derzeit. Das ist eine ganze Menge. Und das ist hier bei so einem Auto üblicherweise nicht der Fall. Gut, man weiß natürlich nie, was kommt oder was passiert. Aber ich denke mal, bisher zumindest, die letzten 22 Jahre, war das ein absolut wertstabiler Wagen. Und den kann man wirklich schön fahren. Der hat einen einigermaßen vernünftigen Kofferraum hinten. Auto hat gut PS. Hat auch einen Windschott, also es zieht hier überhaupt nicht, wenn man offen fährt. Man kann sogar die Fenster schön unten lassen. Er hat eine verhältnismäßig kleine Frontscheibe, was ich angenehm finde. Die hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem BMW 507, das kann man gut erkennen. Ja, was kann man sonst dazu noch sagen? Der Wagen wiegt halt 1,6 Tonnen, der ist natürlich verhältnismäßig schwer durch den großen Motor. Die Maschine gab es auch im BMW, im M5 zum Beispiel. Hat so ein Auto richtig Krawall gemacht und war auch ziemlich teuer. Aber so als Antrieb hier mit 400 PS ist der wirklich gut. Jetzt fahren wir mal hier an unseren schönen Kapellenplatz da vorne, weil hier ist immer sehr wenig los. Hier sind wir vor uns. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie schön so ein Z8 auf einer Wiese aussieht. Einfach klasse. So. Ja, hier oben geht er aus, also hier oben aus. Und man muss aber, wenn man jetzt starten will, hier ist ein Startknopf, da drückt man, dann geht das Auto an. Ordentlich gepflegtes Auto hier. Alles Leder, könnt ihr sehen, das ist alles Leder hier vorne. Das haben die schon gut gemacht. Und ich wundere mich manchmal, weshalb die nach 5.000 Autos überhaupt aufgehört haben, weil der Wagen war echt erfolgreich. Den haben sie gut verkauft und man sieht ja auch heute, der Wagen hat ganz viele Fans und geht immer gut weg. Ist auch so ein bisschen Geheimtipp, wie ich meine. Und wird natürlich auch angefacht von den BMW 507 Preisen. So ein Auto kostet heute so drumherum 2 Millionen €. Und da ist der Wagen eigentlich fast noch ein Schnäppchen vom Einstieg her. Kostet ja nur 10% davon. Ne? Also, ja, tja, und was mache ich jetzt? Jetzt steige ich aus. Ne? Ja, gut. Gehen wir mal rum. Also für die, die es interessiert, das ist hier der Kofferraum. Passen 2 gute kleine Koffer rein. Da kann man auch gut mit verreisen, wenn man das denn möchte. Hier ist übrigens das Z8-Buch. Das Geburtsbuch für jeden Z8, das ist hier alles drin. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, das ist das Geburtsbuch von diesem Auto hier, ganz edel gemacht natürlich. Das kennt ihr, diese Kombination ist sehr oft. Da haben sie auch einen silbernen Wagen abgebildet. Unser ist nun blau und das finde ich ist das Besondere, weil so kennt man die Autos. Aber man kennt sie halt eben nicht so, wie wir sie hier haben. Dann schaue ich mal, was hier noch drin ist. Da ist ein Buch drin, und zwar direkt speziell für unser Auto. Hier ist Fahrgestellnummer, vollbeladen 1930 Kilo. Tja, das ist der Wagen. Vorne mit Foto, also der war auch blau. Das heißt also Matching Numbers, Matching Colors, das ist schon sehr hochwertig gemacht. Und wenn ihr euch ein Z8 kauft, müsst ihr immer schauen, dass das auch wirklich dabei ist. Gehört einfach zu dem Auto dazu. Der Wagen hat selbstverständlich auch einen Hardtop, das haben wir jetzt gerade nicht hier.
Aber der Wagen ist super ausgestattet. Und wen wundert's, die haben ja hier in dem Buch den Wagen in Silber abgebildet. Deswegen gibt es auch 3.500. Aber der Witz ist halt eben der, wer keinen Silbernen hat, der hat das Besondere. So, ja. Da ist die Z8-Maschine, da unser Auto schon 80.000 gelaufen hat, fehlt da einfach mal eine Motorwäsche. Ich habe ja vorhin gesagt, unsere Jungs im Service haben den noch nicht sauber gemacht. Wir haben ihn so auf Achse gebracht bekommen. Auto ist gepflegt, das sieht man. Genau, Service hat er noch im April einen neuen gekriegt. Ach, Service ist gerade neu gemacht, höre ich gerade. Ist natürlich toll. Ich sagte ja schon, Auto ist Checkheft gepflegt. 80.000 Kilometer sind echt, der Wagen ist auch unfallfrei. Ja, wie gesagt, das Besondere an dem Z8 ist wirklich die Farbe. Und das ist der erste, den wir haben in Blau. Also finde ich was Besonderes. Ist dokumentiert und Reifen sind im ordentlichen Zustand. Er hat so ein bisschen Steinschlag vorne. Er hat überhaupt noch gar keinen Lack gesehen. Das ist halt die Frage, das kann man lackieren, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Wir müssen mal gucken, ob wir das im Service nicht wegbekommen. Wohlgemerkt, der ist noch nicht poliert, noch gar nichts gemacht hier. Kannst du eigentlich gar nicht zeigen, so eine Ecke hier. Das sieht ja aus, als ob wir schmutzige Autos verkaufen. Das tun wir ja eigentlich nicht. Aber heute haben wir gesagt, Wetter ist toll und da hinten kommen die Gewitter. Und haben wir gesagt, komm, fahren wir lieber jetzt. Ja, BMW Z8 vor der Bayerischen Kapelle hier in Solhuben. Oh, die bimmelt sogar, die antwortet. Ja. Ja, alles präzise vorbereitet bei uns in den Films. Nicht? Auch hier, das war ausgesucht. Was haben wir denn? Jetzt haben wir es 3:30. Also die Qualität, also Auto ist gepflegt, da sind keine Füße rübergezogen, das sieht ordentlich aus. Auch hier vorne, das ist alles sauber und anständig. Also große Schäden sind uns überhaupt nicht aufgefallen bei dem Auto. Leder sieht ordentlich aus. Also Auto, ja, ist gepflegt worden und das ist ja das Schöne, er ist nicht 4. oder 5. Hand, er ist halt aus erster Hand und das ist eigentlich, was das Auto besonders macht. Und so ein Motor, es gibt Leute, die fahren den täglich, also ich kenne Laufleistungen von 250.000 und mehr, das sind Kunden, die fahren wirklich mit dem Wagen. Sowas haben wir übrigens auch schon verkauft mit einer hohen Laufleistung und haben dann trotzdem fast 200.000 Euro bekommen. Das sind extrem wertstabile Fahrzeuge und kann ich wirklich empfehlen. Und wer einen Oldtimer fahren möchte in der Firma, der fährt ja so modern, wie fast die heutigen Autos auch fahren. Das ist ein ganz modernes Fahrzeug mit einer tollen Ausstattung. Ja, er hat ja alles, was man eigentlich braucht. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da fehlt. Der hat ja sogar Airbag und diese ganzen Dinge schon. Und halt toll, also ich finde, blau sieht ja klasse aus. Ne? Es ist total schön, die Farbe. Passt hier auch toll in die Landschaft und ist ja auch ein bisschen, blau-weiß ist ja nun mal die bayerische Farbe und das BMW-Logo ja auch blau-weiß. Also durchaus die richtige Farbe für den Wagen. Ich finde eigentlich beim Blauen die Felgen gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Also ja, Paul, falsch formuliert. Also die Felgen, die sehen ja also mit der Farbe noch besser aus. Gar nicht so schlimm. Naja, also Paul, also gut, ja, also Paul meinte natürlich, dass das super Felgen sind und die sehen darauf noch viel besser aus. Ja, kann man ja sehen. Nicht? Und also wer die noch besseren Alpina-Felgen haben möchte, kosten halt ein paar tausend Euro, da können sie sich drauf bauen. Dann sieht man ja nicht, ob das ein Alpina ist oder nicht. Der hat übrigens, für die, die es noch nicht wussten, 380 PS, er hat ja 400 und hat eine Automatik. Den hier gibt es nur mit Schaltung, 6-Gang-Schaltung, was mir Spaß macht, aber naja, wer einen Alpina möchte, der kann nochmal 100.000 drauflegen, aber hat ein etwas langsameres Auto. Ja. Ja, aber sieht da klasse aus hier in der Landschaft, nicht? Sieht da echt schön aus, begeistert mich. Also die Farbe in der Landschaft ist ein absoluter Traum. Und was glaubt ihr, wie der aussieht, wenn der jetzt voll poliert ist? Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Und diese Mini-Steinschläge, die kriegen wir auch weg. Ja, jetzt haben wir 30 Grad, fahren tut er toll. Was ich gut finde beim Z8, man sitzt schön im Freien und es zieht nicht. Die haben das sehr gut gelöst mit dem Netz da hinten. Das ist sowas wie ein Windshot und das hat man zwischen diese beiden festen Kopfstützen gemacht. Also Überschlagbügel sind das ja praktisch. Das ist schön gemacht worden. Also fahren kann man den toll offen. Und wenn ich mir überlege, was so mancher Oldtimer kostet, da hat man hier für verhältnismäßig wenig Geld sehr viel Auto. Das muss man im Z8 wirklich zugute halten. Und ihr könnt fest davon ausgehen, stabil investiert. Also nach meiner Erfahrung, und wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre bei dem Wagen ansieht, ist es wirklich stabil.
Ja, also das ist ein toller Cruiser als Sportwagen, für so ein Wetter optimal. Kostet unter 250.000 €. Es ist für einen guten Z8 in Blau wirklich selten und das ist ein stabiler Wagen, macht Spaß zu fahren. Diese ganzen Diskussionen im Moment über Verbrenner und Abschalten, das halte ich alles für Unsinn, das bleibt ein Weltmarkt. Und wenn die Deutschen der Meinung sind, nur Atomkraftwerke abschalten, das reicht nicht, wir müssen uns auch noch ganz strangulieren, dann kann man das gerne machen. Ich will das nicht kommentieren. Aber wir werden ja merken, wenn das hier mal richtig kalt wird irgendwann im Winter, da wollen wir mal gucken, wie dann gehandelt wird. Nicht? Also mittlerweile verfeuert man ja wieder Kohle, um Strom zu gewinnen. Es scheint mir ja brandaktuell zu sein und ganz modern, dass das ausgerechnet von den Grünen jetzt ins Leben gerufen wird. Das finde ich schon beachtlich. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, andere Dinge zu tun. Aber okay, so what. Glücklicherweise habe ich mich nie in der Politik engagiert und ich kann euch eins versprechen, ich würde das in Deutschland auch niemals tun. Und ich weiß warum. Tja, BMW Z8, echt ein schöner Wagen. Läuft prima, man merkt, dass er immer in der Inspektion war. Reinsetzen, losfahren, Freude haben, das hat man mit dem Auto hier. Ich glaube nicht, dass wir ihn lange haben werden. Durch die Farbkonstellation ist das für Sammler und Leute, die sich ein bisschen auskennen, richtig interessant. Richtig interessantes Auto. Und die Laufleistung, wie gesagt, ich kenne Leute, die fahren den Wagen schon über 200.000, die haben ihn ewig. Auto geht nicht kaputt, die müssen sehr zuverlässig sein. Oh, er liegt auch gut, ne? Gar nicht schlecht, ne? Aber ein ganz anderes Fahrgefühl als mit dem M1. Kannst du überhaupt nicht vergleichen. M1 fand ich ja klasse vorhin, wirklich. Wobei der auch wirklich gut war, der Wagen. Ne? Tolle Technik und alles. Also. Aber hier, schönes Auto. Ich setze noch meine Brille wieder auf, es blendet doch ein bisschen. Tja. Bayern bei blauem Himmel, das ist natürlich wirklich schön. Da sind wir begnadet hier auch durch die schöne Landschaft. Es regnet bei uns auch zum Glück genug. Immer wieder Platzregen, da haben wir diese schöne grüne Wiese. Und Beuerberg liegt ja da vorne direkt am Simsee. Schaut mal, wie herrlich das ist. Aber Hamburg ist auch eine tolle Stadt und hat halt andere Vorzüge. Und glücklicherweise haben wir insgesamt 3 Betriebe. Also einen in Hamburg und die beiden hier im Süden bei Rosenheim. Also das ist schon ganz schön. Und dann noch dieses schöne Thema mit Oldtimer, mit alten Autos, mit Sportwagen. Einfach klasse. Ja, jetzt sind wir knapp 20 Kilometer BMW Z8 gefahren. Heute Nachmittag bei ganz schöner Hitze bei 30 Grad. Ich muss sagen, geht trotzdem. Auto macht viel Spaß. Ist völlig unproblematisch, unkompliziert. Bei älteren Autos, 50er, 60er Jahre, ist das mit der Technik manchmal so eine Sache. Es sei denn, der ist super gut gemacht. Aber das Auto hier ist wirklich gut. Den könnt ihr jeden Tag einsetzen. Der ist... kommt er gut in eine Parklücke mit ein, kann auch eine Frau gut fahren. Er ist leicht zu bewegen, hat sehr viel Kraft, er hat richtig Power und er macht viel Spaß zu fahren. Man hat auch eine gute Sitzposition übrigens. Man sitzt sehr bequem. Ich habe sogar den Sitz ein bisschen nach vorne machen müssen. Hinten ist noch so viel Platz. Ich bin 1,84 Meter, also Auto kann man sehr gut einsetzen. Das ist ein toller Gebrauchsklassiker und ein ganz stabiles Auto, was ich wichtig finde in solchen Zeiten. Ja, hier ist Abersdorf, im nächsten Dorf sind wir zu Hause in Beuerberg. Muss man meine Brille wieder aufsetzen, das ist doch ein bisschen irgendwie. Haben wir noch irgendwas vergessen zum Z8, Paul, was wir noch sagen können? Nee. Eigentlich nicht, ne? Schaltet sich sehr weich, das fällt auf bei dem Auto. Ist auch weich gefedert. Ist also kein hartes Auto. Und ist sehr, sehr gutmütig, wie ich finde. Und die Leistung 400 PS ist vollkommen ausreichend, hat ja eine Schaltung. Dadurch geht das auch gut nach vorne. Ja, schöner Wagen. Ganz toller Gebrauchsklassiker. Mega stabil und seitdem es das Auto gibt, gehen die Preise immer weiter nach oben, ganz kontinuierlich. Also sehe ich auch für die Zukunft nicht, dass sich das ändert. Ist noch ein Oldtimer der guten alten Zeit, wo es dann nicht ganz so viele überflüssige Diskussionen gab wie heute teilweise. Will ich jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. Aber irgendwie geht es ja immer weiter, das wird es auch jetzt. Und ich glaube, derjenige, der sich so einen Wagen
anlegt und damit Freude hat, der ist sehr gut beraten. Bin ich ganz sicher. Ja, da sind wir wieder am Beuerberg. Hier sieht man ja Freude am Auto, das wird hier gelebt bei uns. Wir haben zwar auch einen Fernseher, nur wenn mich das nervt, schalte ich ab. So, also das ist schon das nächste Auto hier für eine Probefahrt. Mercedes 190 SL, voll restauriert, ist uns gerade gebracht worden. Auch Firma Wallner, gute Adresse, den machen wir in Kürze. Ja, das war's wieder bei Hitze heute. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Schauen unserer Filme. Bis demnächst, euer Stefan Luftschütz und ciao.